Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Im letzten Part hat die Hauptschlacht aus diesem Kapitel begonnen, die Schlacht hier bei der großen Brücke von Myrddin. Wir haben da schon bisher einiges geschafft, wir haben schon 2 Einheiten rekrutieren können, Ignaz und Balthus. Und jetzt dann gleich müssen wir noch gegen Lawrence kämpfen, den wir auch überzeugen wollen, rekrutieren. Und dann auch noch gegen Graf Gloucester, der lässt sich nicht rekrutieren, den müssen wir auf jeden Fall besiegen. Und einiges hier von der Map haben wir eben schon gemacht, die ganze untere Hälfte quasi. Und jetzt kommt dann eben noch die obere Hälfte mit den Bossen aus diesem Kapitel hier. Truhe müssen wir uns auch noch holen, also gibt noch ein bisschen was zu tun, aber wir kriegen das hin. So, erstmal will ich mit Chess spielen, der hier im Nachteil kämpfen muss gegen den, aber das kriegt er trotzdem hin. Ich habe Schnellschlag, ist ja effektiv sogar gegen den. Alter, macht das viel Schaden. Krass. So. Muss ich auch den Schwachen gar nicht abziehen. Perfekt. Okay, genau, weil ich muss nämlich auch noch da Bollwerke einnehmen. Das ist auch noch eine Nebenmission, die ich habe. Und da ist erstmal die Truhe, die ich mir holen kann. Schlüssel habe ich sogar auch, den bräuchte ich gar nicht, weil Chess ein Dieb ist, aber trotzdem. So, yay. Und es gibt einen Goldbeutel. Okay. Gegen Lawrence und Graf Gloucester ist aber Chess natürlich, ist Chess scheiße. Und deswegen macht er was anderes, weiß ich nicht. Ja, es gibt sonst nichts mehr zu tun irgendwie. Ich lasse ihn mal hier einfach stehen. Dann kann er gegen den hier ein bisschen kämpfen. Das ist sogar auch ein Nachteil, aber das schafft, das kriegt er eher hin. Aber hier, Graf Gloucester ist nicht so schlau, glaube ich. Ja, lassen wir das mal lieber. Okay, passt. So, Bernie aber, genau, Caspar besser gesagt, soll diese Festung da oben noch einnehmen. Habe ich die Nebenmission da erstmal erfüllt. Er ist ja mit seinen Wolfsszenen hier wirklich richtig krass in der Schlacht. Weil es super viele berittene Einheiten gibt und die kann er halt alle effektiv treffen. Und das geht echt richtig ab. Also Caspar wird wahrscheinlich der Held in dieser Schlacht, der MVP. Aber hat er auch verdient. Liegt eher an der Waffe zugegeben. Aber trotzdem, Caspar geht hier ziemlich ab. Okay. Das heißt, besiege Graf Gloucester und besiege und rekrutiere Lawrence, genau. Deswegen besiege ich auch zuerst Lawrence. Ich weiß nicht, ob die Mission enden würde, wenn ich Graf Gloucester besiege. Ich glaube aber nicht, ich glaube, ich muss schon beide besiegen. Aber ich mache halt trotzdem Lawrence zuerst. Dann kann ich da auf Nummer sicher gehen, dass ich ihn wirklich rekrutieren kann. Ja. Genau, Bernie kann da schon auch ein bisschen helfen. Die kann schon mal zu Lawrence vielleicht hingehen. Die verkackt da zwar eher, aber passt schon. Ich habe sogar nur noch ein Heilmittel mit Bernie, aber das wird schon noch reichen. Hoffen wir mal. Okay. So, den hier auf dem Weg nehme ich auch noch mit. Gegner, wie sieht es da aus? Ein paar noch. Aber die kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Okay. Ich meine, Bernie hat, glaube ich, noch Doppelspezialangriffe. Ja, stimmt. Chess hat auch noch Doppelspezialangriffe. Also Chess kann schon auch gegen Graf Gloucester helfen. Auch wenn er dann ein Nachteil ist. Mit Doppelspezialangriffen. Die wird er dann auch gleich machen. Genau. Ich könnte sogar jetzt eigentlich Dora 4 auch mal nach oben schicken, weil die ist noch ganz unten und kämpft noch gegen so ein paar random Bogenschützen. Und macht die kalt. Das war auch nicht schlecht. Aber wenn sie Doppelspezialangriffe hätte, wäre das sinnvoller. Aber ich krieg das auch so hin, glaube ich. Ja, ganz ruhig, Lawrence. So, Bernie. Und los geht's. Ah! Rums! So, sehr schön. Aber den Rest darf Caspar auf jeden Fall machen. So. Was hat er gar keinen Schaden gemacht. What? So, ein Spezialangriff, die gehen doch immer ab. Aber ich meine, Caspar ist halt hier jetzt insane, wie gesagt. Sehen wir auch. Da hat Lawrence nicht so ganz viele Chancen. Ich bin mir fast ein bisschen weit, der Arme. So, zack. Bam. Ja, der hält ja trotzdem übelst wieder aus. Krass. Ja. Also der hat, glaube ich, auch eine gute Verteidigung. Deswegen wäre Dora 4 auch nicht so schlecht, weil der hat glaube ich, eine Kackresistenz, würde ich mal schätzen. Das heißt, habe ich auch einen Spezialangriff ready. Mach ich den auch gleich hinterher? Ja, warum nicht? Ich schicke mal doch Dora 4 gleich nach oben gegen Graf Gloucester, weil der ist sogar noch besser als Lawrence, wahrscheinlich, als Rittmeister. Und da brauche ich viele Doppelspezialangriffe. Ich schicke sie gleich mal nach oben. Okay, Lawrence ist besiegt, perfekt. So. Und hier hin. Das ist ein weiter Weg. Aber sie schafft es. Okay. Dann nur noch Graf Gloucester. So, alle auf ihn. Chess auch mal. Und Caspar, mit dem laufe ich jetzt sowieso hin. So, nehmen wir den auch noch mit. Okay. Graf Gloucester.
Es könnte sogar sein, dass er noch gar nicht der Final Boss ist von der Mission. Ich glaube aber eigentlich schon. Die Musik hat sich auch schon geändert. Und wenn sich die Musik ändert, dann heißt es, dass dann gleich das Finale ansteht. Aber es kann auch doch noch sein, dass, keine Ahnung, Claude auch noch auftaucht sogar. Ja, ich glaube aber noch nicht. Ah, mal gucken. Noch ein Musikwechsel. Also ja, doch, er ist schon der letzte Typ. So, Chess hat doch... Genau. Ja, los geht's. Ich habe sogar fast einen zweiten auch noch ready mit Chess. Könnte ich sogar vielleicht auch noch schaffen. Bam. Jawohl. Nee, ich trau mich nicht, weil Chess ist halt auch hier kacke gegen ihn. So, die anderen haben leider auch keinen mehr. Achso, die hat sogar auch keinen. Echt? Fuck. Ich muss den Rest ohne machen. Aber das kriegen wir schon hin. So. Bam. Ein paar Kampftechniken benutzen. Rums. Der Arme. Kann auch wieder gar nichts machen. Ich kann aber ständig in die Luft fliegen mit dem Wirbelsturm-Angriff. Und der kann einfach nichts machen. Der Effektivitätsvorteil ist schon nice. Bam. So, Gegner habe ich ja auch. Nebenmissionen gibt es keine mehr. Ich habe beim letzten Mal ja leider eine Nebenmission verkackt. Ausgleichen. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich da eine verschissen habe. Aber das war, glaube ich, eben keine wichtige. Keine, wo ich Materialien bekommen hätte oder so, wenn ich die geschafft hätte. Glaube ich. So passt alles. Ja, Chess hat noch Heilmittel, alles gut. Machen wir mal hier. Machen wir die andere auch noch einfach. Ja, ich weiß. Bam! Heilung. Okay. Dann mal ganz kurz. Gegner haben wir, Schaden locker, Zeit auch. Okay, passt. Dann Graf Gloster. Moment. Graf Gloster. Ja, komm schon. Hallo! Graf Gloster! Stirb! Bam! Okay. I can fight no more, Your Majesty. All of House Gloucester bows to your will. Ja, wenn ich aber Cass mal nicht gehabt hätte, dann wäre es schwierig gewesen. We need to relieve our allies who are embattled on Alliance lands. Ich glaube vor allem diese Wolf-Szene, ich glaube, die habe ich mal durch eine Amiibo bekommen. Einfach so, random. Also Amiibos sind da ziemlich gut, wenn es darum geht. We won, but this is no time to rest easy. There's a lot more work still to be done. Agreed. We will leave some troops here with the wounded to hold our position. Then take the reconsolidated force north without delay. Sadly, there can be no victory celebration until we have extricated Count Burgleys and the others. Based on our projections, they will run out of provisions at any moment. We can also assume they know we have made it to Gloucester, meaning they will be waiting for us. But each hour they wait is another hour their stomachs remain empty. If we peel away House Gloucester's troops, we can create an opening in the enemy ranks. Once that's done, we'll bring an end to Claude's shady scheme. Okay. Aber schöner S-Rang. Rang vor allem. Rang, Ambrosia und Mittelstufensiegel. Mhm. Perfekt. Und noch Level-Ups. Für Chess. Wait, that's it? Ja, ist nicht so toll. Caspar. Warum kriegen alle Magie? Stärke wäre auch noch schön gewesen, aber trotzdem gutes Level up. Ja, Edelgard hat, glaube ich, richtig krasse Wachstumswerte. Bei ihr steigt fast immer alles, so ungefähr. Halt vor allem immer Stärke, Magie und Behendigkeit steigt fast jedes Mal bei ihr. Und die sind alle extrem wichtig bei ihr und gut. Also, das ist krass. Okay. So, wer war wohl der Held? Ich habe ja keine Ahnung. Yay! Dank den Wolfsszenen. Mhm. So, Level Up war jetzt Sisu-Schuss auch. Der ist ja auch richtig cool. So, Chess hat Dieb jetzt vollständig erlernt. Dorothea hat bei Priesterin die geschafft und Happy hat auch Priesterin. Also die zweite Stufe geschafft zumindest. Ja. Hey, new power. Mhm. Alright. Schattenklinge und List des Diebes. Gut. Only thorns left on this rose. Ja, ich glaube, Level 2 ist jetzt nicht so toll, finde ich. Weil ich benutze eh nie Heilmagie. Aber gut. Stahllanze plus 8.
Das ist ja krass. Ich meine, das Problem ist aber, ich habe halt die Sichel aktuell und die Sichel ist eigentlich fast eh besser. Sogar. Obwohl, nee, die hat, glaube ich, nur Kraft 50, meine ich. Aber halt viel mehr Haltbarkeit dafür. Aber Stahlachs plus 7 ist auch nicht so schlecht. Eisenbogen plus 5, naja. Ja, ist schon ganz okay. Genau, der Goldbeutel war in der Truhe. Und noch einiges anderes Zeug auch. Sehr gut. 11.000 Geld, jawohl! Sehr schön. Und Chess und Happy haben C und Edelgard und Happy haben C. Alles klar. Lawrence ist jetzt spielbar. Und Ignaz ist jetzt spielbar. Und Balthus ist jetzt spielbar. 3 neue Einheiten, die wir austesten können. Das wird krass, da freue ich mich drauf. Und 10 Reputation. Interesting. It seems the Empire may not want our heads on pikes after all. That is good news. I was concerned they might be so upset as to seek your execution. Wie wird das jetzt erklärt eigentlich? Ist es jetzt wirklich so, dass Graf Gloucester sogar, dass es seinem Sohn sagt, yo, passt, kannst gerne zum Kaiserreich gehen? Oder wie? But based on their posturing, it seems those fears were groundless. Well, I am an effective lord, if I do say so myself. They must realize taking my life would make it difficult to keep order on my lands. Few lords anywhere in Fodlan are as loved and respected by their people as you, Father. Perhaps. But if so, that only makes my misjudgment all the more grave. I never should have let that man cajole me into starting such a needless fight. You say that now because we lost. But would your appraisal not be different in the face of victory? The people would have idolized you for ushering House Gloucester toward even greater prosperity. Questions of what if matter little after you lose a battle, and even less after you have misled your people. The time to judge the right and wrong of things is before, not after. It is for this reason that I have decided to yield command of our house to you. I only pray you might walk us back from the terrible misstep I have made. Besides which, the Empire still views me as a traitor. If I fail to step down now, I will spend the rest of my days wondering when the axe might fall. I understand, Father. With all that has happened, it is hard not to see the wisdom in your decision. I will find a way to build a newer, stronger House Gloucester alongside the Empire. Okay, wird schon so ein bisschen erklärt. Mhm. And just as it did before, our house will shine brighter than any in Leicester. Oh, Thyrsus oder Thyrsus oder so. Oder wie das ausgesprochen wird. Mhm. So, Besitzer von Thyrsus. Your Majesty, Gloucester has yielded his lands and titles to his firstborn son, Lawrence. Genau, das war in Three Houses, glaube ich, auch schon komisch, weil meistens passen die Heroinrelikte schon zur Einheit, die sie benutzen sollte. Wegen dem richtigen Wappen auch und so, aber das ist ja ein Stab. Und ich weiß noch gar nicht, wie Stäbe dann hier funktionieren. Achso, stimmt, das wird wahrscheinlich ein Ausrüstungsgegenstand sein. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil Stäbe, also hier Lawrence ist eigentlich in Three Houses, fand ich, nicht so geeignet als Magier irgendwie. Vielleicht als berittener Magier. Aber das fand ich komisch. Da gab es andere Waffen, die besser gepasst haben zur jeweiligen Einheit. Aber hier ist vielleicht nicht so schlimm, weil der Stab wahrscheinlich einfach nur ein Ausrüstungsgegenstand ist. Aber der bewirkt halt vielleicht, dass Lawrence sich besser heilen kann oder so und dann wäre es nicht so toll oder nicht so nützlich. Gucken wir einfach mal. This new Count Gloucester has expressed a desire to join the Empire. Ist auf jeden Fall cool, dass wir ein weiteres Heroinrelikt einfach so geschenkt bekommen haben. No doubt, he wishes to make his loyalty plain by taking a clear stand against House Regan. Well, I see no reason to reject his offer. See that his soldiers are properly integrated. As you wish, Your Majesty. Sometimes I have no idea what goes through your noble heads. How can you possibly trust a house that just plunged a knife into your back? If a merc pulled a stunt like that, they'd either be cast aside or cut down where they stood. I believe it, and I'd like to do the same. But not just anyone can hold Gloucester territory together, and I have no one else to take Lawrence's place. Mit Sarkasmus kontern, Zähneknirschen zustimmen. Sarkasmus! All right, I forgot that only mercs are replaceable. Das gefällt Hubert. Das finde ich nice. I did not think your feelings would be so easily hurt. Regardless, that's just the way of things in Fodlan. But as I've told you, I intend to change this. The age of deciding our rulers by blood must end.
A day will come when anyone can vie for the right to rule, and then we will be free of this wretched system. So stand with me. Help me make it so. Scarlet Blaze. The triumph of valor. Der Sieg der Tapferkeit. To rescue Count Burgleys, Edelgard seizes the Great Bridge of Myrddin, forcing Count Gloucester's surrender. With no time to lose, she then presses on, unbowed. But Claude is not one to be caught off guard. He rallies every resource at his disposal, determined to tighten the noose around Burgleys' forces and prevent any rescue. Genau, das war ja nur der erste Teil von der Rettung von Burgleys. Bei der nächsten Hauptstadt kommt dann der zweite Teil. So we've lost Gloucester. Unavoidable, perhaps, but it still stings all the same. Fortunately, I haven't been sitting on my hands this whole time. If we smash the Imperial reinforcements and stop them from breaking the siege, Count Burgleys will have no choice but to give up. We're going to face that challenge, and we're going to face it with the Alliance's latest and greatest, which is why I've asked all of you here. Did you really just say latest and greatest with a straight face? Oh, he said it all right. And while I can't swear we'll have that, we do at least have numbers on our side. Yep. More than half of the old Golden Deer House is here. Stimmt. 3 Leute fehlen. Warte mal, wer fehlt alle? Also Lawrence fehlt, Ignaz fehlt. Die habe ich ja gerade eben rekrutiert. Wer fehlt noch? Kommt mir so doof vor. Wer fehlt da jetzt noch? Verdammt nochmal. Und warum fehlt noch eine andere Einheit? Hab ich die andere Einheit schon rekrutiert? Alter, ich hasse es. Wartet. Genau, Leonie. Mein Gott. Und ja genau, die haben wir davor schon mal besiegt. Aber die hat das doch überlebt. Die ist ja dann geflohen. Warum ist sie jetzt dann nicht hier? Frage ich mich. Weiß ich nicht. Das war in der Nebenschlacht schon mal, wo wir sie besiegt oder gegen sie gekämpft haben. Aber gut, okay. Some of us may not be quite as great as you say, but... well... I'm grateful to each of you for answering the call. It's more than I can say for some of our classmates. Sorry. Some of us may not be quite as great as you say, but... well, you know best. Yeah. Ignaz and Lawrence both sided with the enemy. About that. It pains me to say this, but House Ardelia has made its allegiance to the Empire clear. It was against my parents' protests that I came here in the first place. If this battle doesn't unfold the way you're hoping, I may be forced to leave as quickly as I arrived. That's okay, Lysithea. You're not the only one who's here with strings attached. Yes. My adoptive father has also insisted I return home at once, should the tides turn against us. Sounds about right. 3 cheers for that good old Alliance solidarity. I'll fight with you to the end, Claude! Unless it puts Maya in danger. Then I'm out. Look, what matters is that you're all here, and that we settle this war with the next battle. Also, for full disclosure, I may have sort of brought along some extra professional muscle. Come on in. It's good to meet you. I'm the acting captain of Gerald's mercenaries. What? Our guest here is fresh off another battle with the Empire on Kingdom soil. From what I gather, remaining in the Kingdom was no longer an option. And that's when our paths crossed here in Alliance territory. Oh, hello! I know reliable when I see it, and you are definitely that. I'll do whatever you ask, as long as I'm getting paid. So long as we're allied, I won't fail you. Okay, dann erwartet uns bald der nächste Kampf gegen Byleth, schätze ich mal. All right, let's begin our council. As you've no doubt heard from our scouts, the path from here to Deirdre will be fraught with difficulties. The Alliance has constructed fortresses and palisades, and laid other traps to slow our progress.
In addition, they are plotting ambushes at key positions along the way. Needless to say, we will not be able to avail ourselves of the direct route. But if we try to dance around all their traps, we'll never make it in time. Dance around the traps. Ist auch schön übrigens. Yes, but this is Count Bergles we're talking about. He could probably stretch his soldiers a few extra days through sheer force of will. I would normally write off such an idea as lunacy, but sadly, it will likely come to that. We have made attempts to smuggle provisions to Count Bergles through holes in the enemy lines, but this has met with little success. They must be so hungry. I know just how that feels. The struggle to get food when all you want to do is hide under your covers. Hello, old friend. I mean, no offense, but if time is truly so short, why do we waste it dithering in council? We should embark on our rescue mission straight away. Ferdinand zustimmen, ihn auf den Boden der Tatsachen holen. Ich habe mit Ferdinand noch nicht so viel Unterstützung, deswegen, ja, stimmt. Yeah, what are we waiting for? We're their only hope. I agree. Less talking, more saving. Calm down, all of you. Such rash action is exactly what Claude is counting on. So we must take the safe route, but do so as quickly as possible. A best of both worlds situation, I suppose. Understood. Good. With that decided, let's move on and discuss our preferred formation. Okay, ja, aber Bergles muss noch durchhalten. Sehr lange, weil ich muss noch einige Nebenschlachten machen. Also ich hoffe, dass er nicht so schnell verhungern wird. Das sind sogar ziemlich große Bereiche diesmal. Vielleicht gibt es da viele Erkundungspunkte dann auch, wo ich Sachen bekommen kann. Das wäre ganz nice. So. Steht nun eine größere Auswahl an Einrichtungsmaterialien im Versorgungsdepot zum Tausch zur Verfügung. Ah, okay, sehr schön, genau. Das ist sehr wichtig, weil ich konnte ja bisher nur die Standardressourcen eintauschen. Für halt die ersten 2 Spalten oder so von jedem Erweiterungsdings. Aber jetzt kann ich auch dann höherwertigere Ressourcen kaufen, die ich dann brauche, um auch höherwertige Upgrades zu machen bei den Einrichtungen. Nice. Gespräch haben wir auch und Auszeichnung auch, okay. Im Laden können neue Examenssiegel erworben werden. Ah, okay. Südliches Klostergebiet, ehemalige Allianz von Leicester. Ach stimmt, wir sind jetzt in einem neuen Ort sogar. Das ist ja lustig. Ist es jetzt optisch auch anders hier? Ist der Hintergrund anders? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, das wäre natürlich auch viel Arbeit gewesen, hier jetzt ein neues Bastlager zu machen, was komplett anders aussieht. Sind die Ställe hier neu? Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Also alles, wo ich hier rumlaufen kann, ist dasselbe. Vielleicht sind im Hintergrund ein paar Sachen anders. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja. Ja, das mache ich jetzt beim nächsten Mal alles mit Laden, was jetzt gerade hinzukam und so. Ich weiß nicht, was das heißt mit neue Examenssiegel. Ob das heißt, dass ich Oberstufensiegel kaufen kann. Oder noch mehr Mittelstufensiegel. Unendlich viele vielleicht sogar. Das wäre cool. Aber erstmal noch ganz kurz Aussagen. Das machen wir erstmal beim nächsten Mal eben, dass wir uns das alles anschauen. So, da kriegen wir geheime Transportarmee. Erhöht den Vorteil der Einheit gegenüber mit Schwertern um 55% oder Schaden halt. Annas Geheimwaffe in ihrem ewigen Bemühen, den größten Profit herauszuschlagen. Warum gehört die denn gerade Anna? Egal. So, nice. Aber das ist ziemlich gut. Dann habe ich jetzt für Yoriza und für Ferdinand ein krasses Bataillon. Ja, weil er hat ja eh schon das Beste, was ich habe. Habe ich vergessen, ihm das zu geben? Ah, habe ich vergessen. Damn, das hat noch Yoriza gehabt. Scheiße. Aber es geht sogar erst auf B. Das hat Ferdinand noch nicht. Okay. Hat Yoriza schon B-Autorität? Wie kann ich denn die Autorität eigentlich erhöhen, überhaupt? Das weiß ich gar nicht sicher. Warte mal. Yoriza kann die auch nicht benutzen. Okay. Aber sobald ich B habe, dann ist das halt richtig krass. Die geht ziemlich ab. Die hält halt auch Ewigkeiten an mit 2200 Ausdauer. Und 55% Schaden ist auch ziemlich gut. Ja. Okay. Aber muss ich noch ein bisschen warten. So, Gespräch eben noch. Und 3 neue Einheiten haben wir ja auch. Da müssen wir uns auch beim nächsten Mal dann ein bisschen drum kümmern. Oder vielleicht erst später. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel zu tun. Wieder hier beim Basislager. Deswegen, ich habe ja gesagt, Bergles muss noch durchhalten. So, Ferdinand und Linhardt haben den C-Rang. Ja, passt, genau. Die haben auch nur C, also schon das maximale Gespräch. Los geht's.
Yes, that looks right. Why, hello, Linhardt. It is not often I find you drawing outside. I'm not drawing. I'm simply trying to capture this wyvern's form. See? It's resting on that hill over there. Ah, an extraordinary sight indeed. Now then, let us see what you have done so far. I must say, it feels as though something is lacking in your work. How can I describe it? Your depiction is almost too accurate. Take these scales, for example. Why, they could have been plucked from the very wyvern itself. I told you this isn't art. I'm doing it for my research. And when conducting research, it's always best to have precise references. The same is true when dealing with numbers or gathering information. I see. So you value accuracy above all else. Right. Honestly, I've never quite understood art anyway. So I'm perfectly content leaving that sort of thing to the true creatives. You know, the quirky ones. People like Bernadetta. Even so, there may come a day when your work is seen as the craft of a master artisan, when such precision is lauded as the height of aesthetic genius. What makes you say that? Oh, merely a passing thought. Perhaps in the distant future, connoisseurs will value accuracy and attention to detail over the magnificent interpretive pieces we hold dear today. Do you really think that'll happen, though? I doubt people will ever stop appreciating the ancient classics. You certainly have always done so. Yes, there is no denying that. But I fear my own personal inclinations hold little sway over public opinion. Nobody knows what trends may arise in the decades and centuries to come. So I can indeed envision a future in which accurate depictions are praised just the same as the greats of old. And I encourage you to do the same, my friend. I don't get it. How are you so optimistic all the time? It's like you're constantly looking toward the future. I could say quite the same about you. I have always believed you to be rather forward-thinking. That's not optimism, though. All I'm thinking forward to is the time when I can just sleep the days away. That's why I'm forcing myself to be as active as I can now. Regrettably, those halcyon days of slumber are still but a distant dream. I have much work for you, both now and further down the road. To begin with, might I ask you to paint my portrait? For the last time, I'm a researcher, not an artist. Are you sure you want such a faithful depiction? That is exactly what I want. How else would my yet unborn descendants know the true visage of the great Ferdinand von Aegir? Indeed, I would be proud to submit myself as a subject of your research. Consider it a study in the personification of nobility itself. Don't get ahead of yourself. I'm fine drawing you, but I don't have the slightest modicum of interest in actually researching you. Though, I do sometimes wonder where you get all that unabashed confidence from. Wunderschön. Ja, das war auch ein cooles Gespräch. Okay. Dann würde ich aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal geht es wieder hier im Basislager weiter. Wir haben ultra viel zu tun. Erstmal natürlich hier mit all den Leuten reden. Da ist Lawrence zum Beispiel schon. Und Ignaz ist auch hier. Und Balthus ist auch hier. Neue Einheiten. Dann im Laden gibt es neue Examensiegel. Ich kann jetzt neue Ressourcen kaufen und die Einrichtungen noch weiter upgraden. Also ultra vieles los. Und einiges davon werden wir beim nächsten Mal dann machen. Beim nächsten Mal kommt auch keine Schlacht. Da müssen wir uns hier im Basislager umgucken. Beim übernächsten Mal dann vielleicht. Aber beim nächsten Mal eben erstmal hier einiges im Basislager. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.